Hi, mein Name ist Lukas Kohlen und ich werde euch heute mein Grand MA2 Festival Setup zeigen. Ich habe gedacht, ich nutze diese Corona-Zeit, um euch kleine Einblicke in meinen Workflow zu geben, zu zeigen, wie ich programmiere und vor allem, wie ich live arbeite. Ich bin seit 2013 freiberuflicher Lichtoperator und arbeite viel mit Bands zusammen im Rock'n'Roll-Bereich und aber auch Corporate Events und habe mir jetzt über die Jahre hinweg ein Setup aufgebaut, mit dem ich ganz gut zurechtkomme, und das werde ich euch jetzt zeigen. Ich arbeite mit dem Capture-Visualisierer aus Schweden und habe ein Setup gebaut, was einem so auf einem Festival begegnen könnte. Bestehend aus BFML-Spots, Quantums, Quantum Wash, Aura Wash, Probe Pointies und JDC Ones. Ich habe die Bestückung relativ großzügig gewählt, um verschiedene Sachen in meinen Effekten deutlicher zeigen zu können. Und ich werde mich in meinem Showfile von links nach rechts durcharbeiten und fange dann einfach mal in meinem Screen 4 an. Ich arbeite mit einem Grand MA2 Command Wing Fader Wing Setup. Hab mir zuletzt noch ein neues Case bauen lassen mit 2 Multitouch-Screens, jeweils 21,5 Zoll. Und habe im Grunde genommen jetzt von der Oberfläche genauso viel Platz wie auf einer Grandma 2 Lite. Habe alle Screens entsprechend angeordnet. Habe aber auch 6 Fader mehr, was ich immer ganz schön finde. Und ja, fang mal auf meinem Screen 4 an. Auf der Grandma 2 Lite wäre das ein Screen 3. Aber in meinem Fall ist es der Screen 4. So. Ja, ihr könnt hier auf der linken Seite meine Faderbank sehen. Von links nach rechts habe ich zunächst für meine einzelnen Lampengruppen Bewegungseffekte liegen. Das könnt ihr jetzt hier ganz gut sehen. Im Moment ist das einfach ein Circle für die Spots, Circle für meine Washlights, für meine Auras in der Gasse habe ich jetzt gar nicht so viele Lampen angeordnet, aber reicht ja. Und Circle für meine Beams. Hier habe ich auch noch einen 5. Bewegungseffekt liegen. In dem Fall benutze ich den aber gar nicht, weil ich die JDC Ones jetzt nicht als richtige Moving Lights angelegt habe. Tut aber nichts zur Sache. Direkt darunter habe ich Dimmer-Effekte. Auch wieder für alle Lampengruppen. Und im Moment liegt da ein Sinus-Dimmer drüber. Ich gehe später noch genauer auf die Effekte ein. Werde jetzt erstmal weiter bei der Faderbank bleiben. Habe hier 5 Fader mit ganz normalen Dimmern. Ich flashe die. Ich kann die unten mit den Buttons flashen. Und oben habe ich Temp-Buttons drauf, um einfach auch Off-Zeit zu nutzen oder eine Fade-In-Zeit. Habe dann einen Makro auf einer anderen Seite liegen, mit dem ich die Werte dann bearbeiten kann in relativ schneller Zeit. Genau. Unter den Dimmer-Gruppen habe ich noch No-Color-Strobes liegen für die einzelnen Lampengruppen. Ihr könnt sehen, dass das alles die gleiche Sequenz ist. Ich gehe mal mit der Maus hin. Ist alles Sequenz 1061 und ich unterscheide lediglich durch Welten
die ich der Sequenz zuordne, beziehungsweise dem Executor, in die Sequenz gespeichert ist. Und kann dadurch einfach Sequenzen sparen, auch wenn man nicht sparen muss, aber ich muss nur eine Sequenz bauen. Das heißt, ich baue, wenn ich aufs Festival komme, mir mein Preset neu und speichere das Preset neu in die Sequenz und kann das dann global einfach für alle Lampen eben schnell neu in die Sequenz speichern. Dadurch wird man einfach ein bisschen schneller und durch die Weltenzuordnung ist man auch variabler in dem Zuordnen der Sequenzen. Genau. Rechts neben meinen Dimmern habe ich noch einen Stomp All Fader. Der setzt einfach einen Stomp auf Dimmer, Farben, Bewegungen und was ich sonst noch alles für Effekte mir baue. Und rechts daneben habe ich noch ein All Up. Das ist eine Position ohne Stomp. Ist wirklich nur eine Oben-Position, die ich ganz gern mit dem Stomp All kombiniere. Hier unten auf Executor 126 habe ich meinen Stomp Down, heißt die Sequenz. Macht ein Full-on White, dann eine Fade-Zeit zu einer Position und dann mit einem kleinen Delay einen Dim-Off. Finde ich immer ganz schön am Ende von irgendwelchen Breakdowns oder Höhepunkten in Songs. Genau. Rechts daneben habe ich noch ein Strobo All. In dieser Version ist gerade tatsächlich auch noch ein Stomp mit da drin. Den würde ich da mal rausschmeißen. Den habe ich da eigentlich nicht drin. Aber kann ja mal vorkommen. Und ich halte das hier mal wieder in. Und ich habe hier noch ein Strobo Atomic Strobo liegen. Das ist jetzt im Visualisierer sehr dunkel, weil ich ein bisschen Performance sparen wollte. Deswegen habe ich den Output von den JDC Ones ein bisschen begrenzt. Genau. Ich habe hier dann immer noch meine Blinder liegen und benutze die auch in der Regel global. Ich mache nicht viel mit Blinder-Gruppen, sondern habe einfach in der Regel einen Blinder-Fader oder Button, weil ich die immer gerne, wenn ich sie benutze, alle benutze. Wenn ich wirklich mal Specials haben will, dann programmiere ich mir da irgendwelche Effekte, die dann aber auch separat irgendwo liegen. Unten drunter ist noch ein Burst für meine Atomics oder Strobos, wenn sie das dann können. Nochmal ein Atomic Random, der jetzt in dem Fall genauso aussieht wie der normale Strobo. Da habe ich das Preset nicht angepasst. Das sieht man dann während der Show und schraubt dann. Und dann habe ich hier noch einen Random Strobe auf weiß für alle anderen Lampen. Das ist meine Faderbank. Ich gehe nach oben und erkläre euch meinen Color Picker. Das ist der klassische Color Picker, wie der seit einigen Jahren in fast allen Showfiles zu finden ist. Ich habe ein Layout View gebaut, den mit Makros versehen, die Makros mit Images belegt und tausche dann quasi im Image Pool die Images aus, damit ich ein Feedback habe, welche Farbe und welche Farbsequenz gerade aktiviert ist. Wie ihr sehen könnt, habe ich eine Delay-Zeit auf meinen Farben und das habe ich jetzt letzten Sommer mir gebaut, was relativ zeitaufwendig war, aber ich finde, es hat sich gelohnt. Ich kann basierend auf meiner Gruppenauswahl und auf meiner Welten, beziehungsweise vor allem auf der Auswahl meiner Gruppen, Fade-Zeiten vergeben. Und mir dementsprechend die Übergänge zwischen den Farben gestalten. Ich habe hier Makros dafür. Ich sage jetzt mal, Fade-Zeit ist 0 Sekunden, dann kann man es noch ein bisschen deutlicher sehen. Und die Delay-Zeit ist 0,3. Und so kann man schöne Farbübergänge gestalten. Von innen nach außen, von außen nach innen, von rechts nach links und auch von links nach rechts.
Das wollte ich immer haben und habe es mir dann gebaut und habe da auch relativ lange für gebraucht. Aber jetzt habe ich es, so wie ich es haben wollte und bin happy damit. Rechts neben meiner Farbauswahl habe ich noch so ein paar Basissequenzen für Zoom, Gobo Wheel Rotation oder Beamlux. In dem Fall zum Beispiel jetzt für meine BMFL-Spots ist das ein Gobo-Look, was ich dann auch noch über den Zoom variieren kann. Ganz klassisch. Außerdem noch so eine Gobo-Rotation, beziehungsweise eine Wheel-Rotation. Und hier noch ein Beam-Look. Ich habe die Sequenzen global immer angelegt für alle Lampengruppen, weil ich nie genau weiß, was erwartet mich auf dem Festival. Es kann auch sein, dass man 3 verschiedene Arten von Spots oder Beamlights hat. Und dann habe ich die Sequenzen schon vorbereitet. Hier ist wieder der gleiche Fall. Das sind 5-mal die gleiche Sequenz, nur mit unterschiedlichen Welten zugeordnet. Ich könnte jetzt auch alle Lampen in die Welt, beziehungsweise Welt 1 einspeichern und dann würde die Sequenz für alle Lampen, die in der Sequenz gespeichert sind, auch funktionieren. Unten drunter habe ich noch meine Farbeffekte liegen. Im Moment ist das ein Gelb-Weiß, würde ich sagen. Habe hier noch Makros, um die Farbeffekte für die Lampengruppen gleichzeitig zu starten und auszuschalten und auch ein Makro für die Dimmer-Effekte, einfach um gleichzeitig starten zu können. Ich komme jetzt zu meiner Effekt-Engine. Die habe ich mir bei einem Kollegen abgeguckt, zumindest das Layout habe ich mir abgeguckt. Die Makros, die dahinter stecken, habe ich mir dann selber gebaut. Übrigens, kleiner Tipp für Leute, die sich mit Makros näher beschäftigen wollen. Geht mal auf die Homepage von ACT Lighting. Das ist der MA-Vertrieb in den USA. Die haben wirklich eine sehr übersichtliche Seite zusammengestellt mit Makros, mit Syntax-Befehlen. Und da habe ich mich eigentlich immer dran langgehangelt. Und da ist wirklich schön aufgelistet, wie die ganzen Makros in diesem Pult funktionieren. Ich arbeite komplett ohne Lua-Skripte, weil ich mich da noch nicht mit beschäftigt habe und arbeite wirklich ausschließlich mit Makros. So, die Effekt-Engine. Im Grunde genommen habe ich nicht viele Effekte. Wenn man in meinen Effektpool guckt, sieht man, dass hier wirklich nur pro Lampengruppe eine Bewegung, ein Dim und ein Farbeffekt liegen. Die Effekt-Engine funktioniert so, dass sie die bestehenden Effekte einfach verändert. Dadurch muss ich nicht für jede einzelne Effektart eine Sequenz und einen Button belegen, sondern bin hier komplett variabel. Ich wechsle ungerne Seiten und habe auch einfach gerne alles in der Übersicht und sehe, was ich tue. Ich arbeite auch nie mit Presets oder mit einem Programmer in meiner Show. Also lediglich, um Sachen zu updaten, aber ich mache keine Programmer-basierte Show. Das ist nicht mein Workflow und deswegen fand ich die Idee, einfach die Effekte zu verändern, ganz pfiffig und habe mir die geklaut. In dem Fall, ich zeige es jetzt einfach mal an einem Sinus-Effekt für die Spots. Ich mache den anderen, oder machen wir es mit den Washs. Ich mache die anderen Sachen mal aus. Jetzt läuft hier einfach ein Effekt durch mit 0 Gruppen, 0 Blöcken und 0 Wings. Ich verändere das jetzt mal auf 3 Gruppen. Und wie ihr sehen könnt, wird der Effekt direkt geupdatet. 6 Gruppen, eine Gruppe, genau. Dreierblöcke,
Wings. Und wenn man seine Effektgruppen halbwegs ordentlich gebaut hat, dann sieht das auch ganz ordentlich aus. Ich benutze für meine Effektgruppen oft Dummy-Lampen. Zum Beispiel, wenn ich euch jetzt mal den Layout von den Spots von vorne zeige, dann habe ich hier die unterste Traverse und hier die oberste Traverse. Wenn man jetzt meine Effektgruppe durchhighlightet, seht ihr, dass ich mir diese Sechsergruppe und diese Vierergruppe quasi als eine Zehnergruppe zusammengebaut habe. Und wenn ich die jetzt durchsteppe, komme ich am Ende auf das Problem, dass ich in der letzten Traverse nur 6 Lampen habe. An dieser Stelle habe ich mir jetzt Dummy-Lampen gepatcht, die diese Lücke auffüllen. Das heißt, ich komme trotzdem auf meine 10 Lampen, was dann, wenn ich euch zum Beispiel einen Block zeige mit 10 Lampen, auch quasi wieder diesen Dreier-Schritt hat, obwohl hinten nur 6 Lampen sind. Genau. Die Makros bearbeiten meine Dimmer, meine Farb- und meine Bewegungseffekte. Heißt, ich habe immer die gleichen Parameter in den Effekten, was Gruppen, Blöcke und Wings angeht, weil sonst wäre das einfach zu viel geworden. Aber was der Vorteil ist, das ergibt mit den Dimmern und den Bewegungen auch immer ganz hübsche Bilder. Wenn ich jetzt zum Beispiel aus dem Circle einen Tilt machen will, drücke ich hier einfach Tilt. Ihr könnt sehen, dass auch gleichzeitig mein Effekt umgelabelt wird. Und das gilt natürlich auch für die anderen Effektarten. Ich kann auch bouncen oder von links nach rechts oder einfach die Richtung ändern. Hier habe ich noch Buttons, um die Größe der Bewegung zu ändern, die Größe der Dimmer-Effekte und hier kann ich auch meine Dimmerform verändern. Ramp minus, Chase oder meine Width. 20% zum Beispiel. Also es lassen sich in kürzester Zeit einfach Effekte ausprobieren und auch beim Verständnis, wie diese Effekt-Engine funktioniert, ist das ganz hilfreich. Wenn ich jetzt eine durchprogrammierte Show programmiere, dann baue ich mir in der Regel hiermit meine Effekte vor und kopiere mir dann den geänderten Effekt an eine andere Stelle. Genau. Dann mache ich das hier mal wieder alles aus. Mal hier wieder die Width hoch. Und lasse das so. Meine Farbeffekte basieren auf der Grundfarbe, die ich in den Sequenzen anhabe und einer zweiten Farbinformation, zu der ich später noch komme. Die wird in meinem Flash-Picker ausgewählt. Den erkläre ich dann im Laufe der Sendung. So. Dann würde ich sagen, wechsle ich mein Screen und gehe auf Screen 2. Screen 2 ist auf der linken Seite, also es funktioniert genauso. Auch wieder viel mit Layout-Views. Ich habe hier mein Layout-View für meine Position. Das ist eine Blind-Position, eine Center- oder In-Position,
eine Fan-Up, irgendwelche X-Bilder, weitere Bilder, genau. Diese Icons habe ich mir mal aus einer Facebook-Gruppe runtergeladen. Da hatte ein Kollege die hochgeladen und zur freien Verfügung gestellt. Die fand ich ganz hübsch. Habe mir dann lediglich noch meine Fade-Time oder diese Icons habe ich mir dann selber noch nachgebaut. Genau. Auch hier habe ich wieder ein Feedback, welches Bild gerade ausgewählt ist. Werde mir das irgendwann noch umbauen, dass ich mir diese Zeile hier sparen kann. Dass das ähnlich aufgebaut ist wie im Farbfenster. Hier kann ich auch wieder meine Fade-Zeiten über Makros verändern. Jetzt 3 Sekunden. Oder 1 Sekunde und kann auch hier wieder meine Delay-Zeiten ganz genauso wie bei den Farben vergeben. Das kann man jetzt in dem Fall nicht so dolle sehen. Vielleicht hier etwas besser. Ich mache eine Delay-Zeit von 1 Sekunde. Das ist ja. Da scheint ein kleiner Bug gerade drin zu sein. Schade. Das wundert mich. Ja, bei den Washs scheint es zu funktionieren. Dann zeige ich es euch da. Da sieht man die Delay-Zeit ein bisschen besser. Von links nach rechts. Ja, da scheinen aber gerade ein paar Bugs drin zu sein. Vorführeffekt, sage ich dann nur. Schade. Aber das soll uns nicht weiter stören. Prinzipiell funktioniert diese Delay-Zeit genauso wie in der Color Engine. Und den Fehler werde ich dann mal bei Zeit beheben. Unter der Positionsview habe ich Hazer, Nebel und Ventilatoren liegen. Außerdem noch irgendwelche Specials für Musiker-Solo-Positionen, wo auch ein Stomp mit drin ist und eine High Priority, dass das Solo auch während des Songs anbleibt. Genau. Dann komme ich zu meinem Flash-Picker. Das ist im Grunde genommen mein Kernarbeitsinstrument. Und zwar legt mir dieses Layout, die Attribute, die ihr hier sehen könnt, auf meine Buttons auf dem Command-Screen. Beziehungsweise wenn ich eine Zweier-Light habe, legt es mir die auf die Buttons unter dem kleinen Screen in der Mitte. Ich kann Dimmer Full-On, Dimmer auf Zero, Position, Zoom, Farben, Strobos mir auf diese Buttons legen und das dann auch für die einzelnen Lampengruppen ein- und ausschalten. Ich habe das jetzt für die Spots gemacht und wenn man den Dimmer auf voll setzt, dann kann man vielleicht auch was sehen. Genau. So. So kriegt man relativ schnell relativ viele Looks gebaut. Und die Fade-Zeit kann man auch ausmachen. Die Off-Zeit kann man auch ausmachen. Und man kann die Attribute auch einfach wieder raustoggeln. Auch hier kann ich wieder eine Delay-Time vergeben. Und das funktioniert auch wieder ganz genauso und basiert auf meiner Gruppenauswahl. In der Regel baue ich mir vor einer Show die Gruppen ordentlich und habe dann Makros, die mir meine Welten und etc. updaten mit diesen Gruppen. Also meine Effekte, meine Sequenzen auch nochmal neu bauen und das hat sich für mich ganz
ganz gut bewährt. Ich habe vor einiger Zeit meine gesamte Show auf Namen und Wörter in Anführungszeichen umgebaut. Das heißt, meine Makros greifen nicht mehr auf Effekt 1000 zu oder Effekt 7, sondern greifen auf Effekt Circle LK1 zu. Wenn ich den Effekt jetzt umbenenne in Tilt, greift der Makro auf Effekt Tilt LK1 zu. Das hat für mich den Vorteil, dass wenn ich zu einem Festival komme, das auch Grandma 2 benutzt, versuche ich in der Regel über ein Partial Show Read meine Show in die Show vor Ort einzufügen. Das erleichtert mir den Workflow, weil ich die Presets der Kollegen vor Ort benutzen kann, Positionspresets. Ein Center ist immer ein Center und ein Up ist immer ein Up. Und in der Regel hat man dann das Patching schnell eingefügt, die Positionspresets, die ganzen Shutter-Presets kann ich einfach in meine Presets speichern. Das Problem an der Stelle war aber oft, dass man in die Bedrulle kam, wenn gleiche Ranges von Pools benutzt wurden. Heißt, die Gruppen lagen an den gleichen Stellen, die Effekte lagen an den gleichen Stellen, die Layouts, die Images und die Makros greifen immer auf fixe Nummern zu. Und an der Stelle funktionieren dann diese Makros nicht mehr. Und ich habe mir das jetzt so gebaut, dass ich ein Partial Show Read machen kann, dann während des Partial Show Reads meine Pools so verschiebe, dass es passt und die ganze Show spielt trotzdem. Deswegen heißen meine Effekte auch Tilt LK1. Ich habe überall immer ein LK mit drin. Jetzt wieder Vorführeffekt. Hier jetzt nicht mehr. Ich kann meine Gruppen auch umbenennen. In meiner Startshow heißen die dann aber Spot LK oder LK Spot oder LK Wash, LK Aura. Einfach damit weil die Wahrscheinlichkeit, dass der Kollege vor Ort seine Gruppen genauso genannt hat, relativ unwahrscheinlich ist. Und genau. So arbeite ich dann mit meinen Makros und kann das auch vor Ort implementieren. Das funktioniert, das habe ich ausprobiert. Das war viel Arbeit, weil man viel auf Variablen zurückgreifen muss. Ich habe das aber auch für die Übung gemacht, weil diese ganzen Makros bergen natürlich auch die Gefahr, dass man sich verzettelt, dass man sich verläuft. Und ich habe irgendwann mit diesen Makros angefangen, weil ich einfach verstehen wollte, wie dieses Pult arbeitet. Und für die Selbstschulung sind diese Makros wirklich genial. Genau. Ja, ansonsten hoffe ich, ihr konntet mir soweit folgen. Falls ihr noch Anregungen habt, Bemerkungen, Verbesserungsvorschläge, immer her damit, gerne hier drunter posten. Ich bin jetzt noch nicht auf meinen auf meinen Command-Screen eingegangen, aber der ist auch nicht so aufregend. Ich habe hier nochmal so ein Fenster für meinen Flash-Picker und lege mir hier unten in der Regel irgendwelche Emma-Trixen-Shortcuts hin. Oder nochmal irgendwelche Arbeitsmakros oder irgendwelche Views. Eine Command-Line. Ansonsten habe ich diese Buttons ja nicht bei meinem Setup und kann dann einfach hier die Soft-Buttons benutzen. Ja, das war mein kleines Show Your File Video und ich hoffe, es hat euch gefallen und ich bin raus. Ciao.